Heute beginnen wir über David zu reden. Und die Geschichte Davids beginnt mit einem entscheidenden Grundsatz, nach dem Gott handelt mit uns Menschen. Der Herr sieht das Herz an. Nun, nachdem Gott den ersten König Israels, Saul, verworfen hatte, beauftragte er Samuel, einen neuen König zu salben. Gott selbst suchte ihn aus. Es war einer von den Söhnen des Bethlehemiters Isai. Isai hatte 8 Söhne. Und als Samuel in sein Haus kam, versammelt Isai seine ersten 7 Söhne. Aber den 8., David, holt er nicht dazu. Dieser hütet die Schafe auf dem Feld. Und wahrscheinlich dachte der Vater, dass es nicht wichtig sei, den Jüngsten, vermutlich war er noch ein Teenager, zu diesem wichtigen Anlass dazu zu holen. Als der erste Sohn, Eliab, vor Samuel steht, ist der Prophet überzeugt, dieser ist ganz sicher der Kandidat Gottes. Er war hübsch und hochgewachsen und er war der älteste Sohn Isais. Aber der Herr macht Samuel klar, dass Eliab nicht seine Wahl ist. Auch die anderen 6 Söhne Isais waren es nicht. Samuel muss bei diesem Anlass eine wichtige Lektion lernen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Erst als Samuel nachfragt, ob das alle Söhne sind, antwortet der Vater, es ist noch einer übrig, der Jüngste, der hütet die Schafe. David wird jetzt geholt und Gott zeigt Samuel, dass gerade dieser, ein bräunlicher Teenager mit schönen Augen und von guter Gestalt, seine Wahl ist. Doch die Wahl Gottes fiel auf David nicht wegen seiner schönen Augen und der guten Gestalt, sondern wegen seines Herzens. Gott sah sein Herz und entschied sich für David. Wir wissen nicht, wie lange David schon der Hirte der Schafe seines Vaters war. Offensichtlich war er es gerne und mit Leidenschaft. Er erzählt davon dem König Saul, als dieser sich mit seinem Heer im Eichgrund zum Kampf gegen die Philister versammelt hat. Die Philister hatten in ihrer Mitte einen Riesen. Er war etwa 3 Meter groß. Der forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Aber keiner wagte es, gegen diesen Riesen zu kämpfen. Alle hatten Angst. Zu diesem Zeitpunkt kommt David, der 3 seiner älteren Brüder, Eliab, Abinadab und Schamma, im Lager zu besuchen. Diese 3 waren bereits Soldaten in der Armee Sauls. Und David ist beauftragt von seinem Vater, seinen Brüdern jetzt Proviant zu bringen. Interessanterweise trägt der Vater seinem Sohn David auch noch auf, ein Unterpfand von seinen Brüdern mitzubringen. Dieses Unterpfand sollte vermutlich als Beweis dafür dienen, dass David tatsächlich bei seinen Brüdern war. Offensichtlich misstraut Isai seinem jüngsten Sohn. Er hält es für möglich, dass David, statt seine Brüder zu besuchen, einen anderen Weg einschlagen könnte. Der Vater kennt seinen Sohn nicht wirklich. Er kennt sein Herz nicht. Es entsteht der Eindruck, dass David zu Hause unterschätzt und auch von seinen Brüdern unfair behandelt wurde. Das zeigt die Reaktion seines ältesten Bruders Eliab, als dieser David mit den Soldaten über Goliath und seinen Spott über Gott, den Gott Israels, reden hört. Wir lesen, aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deine Bosheit, die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Es ist eine Beleidigung für David. Doch die Beleidigung seines Bruders und das Misstrauen seines Vaters lassen David nicht verbittern. Sein Herz brennt für seinen Gott und für das Volk Israel. Er bietet dem König an, in den Zweikampf mit dem Riesen Goliath zu gehen.
Als Saul seine Zweifel an Davids Kampftüchtigkeit äußert, erzählt ihm David Einzelheiten aus seiner Hirtenpraxis und begründet seine Bereitschaft gegen Goliath zu kämpfen so. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin, und der Herr sei mit dir. Der Herr war mit David, weil sein Herz mit dem Herrn war. David hat seine Erfahrungen mit seinem Gott als Hirte der Schafe lange vor diesem Termin gemacht. Er vertraute Gott selbst dann, wenn ein Löwe oder ein Bär eines seiner Schafe angriff, und in der Kraft Gottes konnte er Löwen und Bären überwinden. Davids Herz schlug von seiner Jugend auf für seinen Gott. Im Kampf mit Goliath bewies er, dass die Ehre seines Gottes ihm wichtiger war als sein eigenes Leben. Diese Herzenshingabe Davids war der Grund, warum Gott ihn zum König Israels gewählt hatte. Gott sucht auch heute noch nach Herzen, die ihm ungeteilt zugewandt sind und ihm ganz und gar ergeben sind.